Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wenn ich so unterwegs bin, fällt mir immer mehr auf, dass ich immer weniger auf deutsche Schäferhunde, deutsche Boxer, Dobermänner etc. treffe. Dafür sehe ich immer häufiger Cane Corsos. Vielleicht ist das den einen oder anderen von Ihnen auch schon aufgefallen. Mir ist das aufgefallen, ja. Ich kann dazu nur sagen, Hilfe, der Cane Corso verkommt zum Modehund und das ist ein riesengroßer Fehler und genau darüber möchte ich heute in diesem Video sprechen. Also, bis gleich. Letzte Woche war ich unterwegs zum Müller, Sie wissen schon, dieses Einkaufszentrum, weil ich mir einen guten Duft mit nach Hause nehmen wollte. Ich bin da ein Parfümliebhaber, eine kleinere Sammlung schon zu Hause. Riecht gern gut. Da sah ich vom Auto aus ein Mädchen, vielleicht 9 Jahre alt, an der Leine eine wunderschöne silberne Cane Corso Hündin führend. Ja, ich habe mir am Kopf gegriffen. Ich dachte mir, was denken sich die Eltern dabei? Ja? Ist dieses Mädchen geeignet dafür, diese Hündin zu führen? In diesem Moment war sie es. Ja? Ich war ziemlich entspannt unterwegs mit diesem schönen italienischen Mädchen. Doch was soll ich Ihnen sagen? Was hatte dieses Mädchen vielleicht Gewicht? 35 Kilo? Mehr waren es sicher nicht. Die Hündin war sicher schwerer, um einiges schwerer. Gute 15 Kilo schwerer. Ja? Und es ist noch nicht lange her, 1-2 Tage später war ich im Rückhaltebecken in Katzelsdorf, wo ich öfter mit Vito unterwegs bin. Dort sah ich eine junge Frau mit einem Cane Corso Rüden an der Leine gehen. Diese Frau, ständig auf ihr Handy blickend, wie es heute so häufig vorkommt, ein wunderschöner Rüde. Auch eine recht schlanke Frau gewesen, sicher nicht schwerer als 55 Kilo und ein wunderschöner Rüde, der sich garantiert auf die 60 Kilo zubewegt hat. 50 Kilo hatte der sicher. Ja, ebenfalls entspannt unterwegs gewesen, doch fokussiert war die Besitzerin auf ihren Hund in diesem Fall nicht. Ja. Also die waren zwar einige Meter von uns entfernt, doch ich glaube, die hat mich gar nicht bemerkt. Ja. Ihr Hund bemerkte uns. Ja. Es ist ganz klar zu erkennen, dass der Cane Corso sich zum Modehund entwickelt. Und das ist eine Sache, die mich persönlich etwas erschreckt. Ich glaube, es ist 2 Jahre her, zu Beginn meines Kanals, also als mein Kanal ins Leben gerufen wurde, das ist jetzt 2,5 Jahre her, glaube ich, habe ich mal davon gesprochen, dass ich befürchte, dass sich der Cane Corso zum Modehund entwickeln wird oder könnte. Ich glaube, meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Ja. Und wir wissen, dass diese herrliche Hunderasse direkt auf die alten Legionärshunde zurückgeht, also auf den noch gern genannten Canis pugnax, ein universell eingesetzter Arbeitshund der römischen Legion war das damals, der als Jagdhund genauso diente wie als Bewacher von römischen Lagern, allerdings auch als Kriegshund zum Einsatz kam und einige Typen dieser Hunde auch in den Kolosseen bei den Spielen für Begeisterung der Zuseher sorgten. Ein universell eingesetzter Arbeitshund war das. Und doch, dieser Hund hatte immer sehr gefährliche Aufgaben zu erfüllen. Das war niemals ein Schoßhund, welches es damals zu dieser Zeit bei den alten Römern natürlich genauso gab. Nein, der Cane Corso war immer ein Hund für die härtere Abteilung. Es gibt ja auch viele Rassen, die mit diesem Hund verwandt sind. Nehmen wir seinen nächsten Verwandten her, den Mastino Napolitano. Es gibt noch einige andere Hunderassen,
die mit dem Cane Corso näher verwandt sind, allerdings nicht so nah wie der Mastino. Einer davon wäre der Dogo Sardo, eine Hunderasse, die zumeist lokal auf Sardinien vorzufinden ist, auch ihren Weg über Sardinien hinaus schon gefunden hat, dennoch eher hauptsächlich in Sardinien zu finden ist. Der Dogo Sardo gilt unter vielen Fans dieser Hunderasse als die ursprünglichste Erscheinungsform des Canis Bugnax. Diesen Hund gibt es in vielen verschiedenen Erscheinungsformen. Den gibt es sowohl in kurzhaarig wie auch in rauhaarig etc. Doch ist das ein Hund, der schon starken Molosser-Einschlag vorweist. Anatomisch. Ja, Dogo Sardo, eine Hunderasse, über welche ich mal ein Rasseporträt bringen wollte, gelingt mir nicht. Ich habe da einige Male begonnen damit, in diesen Hund hineinzuarbeiten, doch es ist nicht so einfach, aus verschiedensten Gründen. Ja. Doch vielleicht hole ich das nochmal nach. Ja, weshalb eignen sich ein Mastino Napolitano oder ein Dogo Sardo nicht dazu, in die Modehund-Kategorie abzurutschen, und das ist meiner Meinung nach schnell erklärt. Der Mastino Napolitano ist mit Sicherheit ein Hund, der optisch noch weit mehr polarisiert, als es ein Cane Corso tut. Selbst, sage ich mal, Menschen, die mit ohne Bedenken auf einen Cane Corso zugehen, ja, würden die Finger von einem Mastino Napolitano lassen, alleine aufgrund seiner Optik schon, der ja weiter, wie soll ich sagen, irgendwie martialischer daherkommt als der typische Cane Corso, weit mehr Haut, Falten, schwerer, wuchtiger, wirkt monströser. Sie wissen schon, natürlich spielt mit Sicherheit auch der Fakt der Gesundheit beim Mastino Napolitano eine Rolle, denn es wird sich schon herumgesprochen haben, dass dieser schöne Hund nicht unbedingt zu den gesündesten Hunden der Welt zählt. Und so weiter. Der Mastino Napolitano hat seine Fanbase, die hat er zu Recht. Es gibt wunderschöne und super tolle Linien dieses Hundes. Doch ich bin davon überzeugt, dass der niemals den Weg des Modehunds gehen wird. Dazu eignet er sich weit weniger, als es der Cane Corso tut, allein schon der Optik wegen. Die ist vielleicht jetzt etwas unglücklich gewählt, dieser Ausdruck, aber die etwas brutaler erscheint als diejenige des Cane Corsos. Beim Dogo Sardo ist der Grund, weshalb er höchstwahrscheinlich niemals als Modehund in Erscheinung treten wird, ein anderer, meiner Meinung nach. Dieser Hund ist einfach viel zu schwer zu bekommen. Und wenn Sie auf solch einen Hund reflektieren, dann müssten Sie tief in den Süden Italiens runter, und dort könnten Sie dann eventuell einen Dogo Sardo erwerben, der übrigens kein Rassehund, kein von der FC ja anerkannter Rassehund ist. Ein wunderschöner Hund, ein urtümlicher Hund, eine sehr alte Hundetype, möchte ich so sagen, und mit Sicherheit auch sehr nah verwandt mit dem Ahnen des Cane Corsos und Mastino Napolitanos und mit diesen beiden natürlich auch näher verwandt, als es andere Hunderassen tun. Der Cane Corso entwickelte sich vom ursprünglichen Legionärshund zum italienischen Bauernhund. Das war ein Farmerhund, ein Bauernhund, der die Bauern bei ihren Arbeiten unterstützte, sowohl am Bauernhof wie auch bei der Jagd, der gleichzeitig auch Wach- und Schutzaufgaben übernommen hat, wurde außerdem bei der italienischen Polizei als Polizeidiensthund eingesetzt, war aber immer ein Hund für die härteren Aufgaben. Das war ein Jagdhund, ein Bauernhund, ein Polizeihund, ein Wach- und Schutzhund und war niemals ein Schoßhund. Nun, speziell in der USA haben die Negativschlagzeilen, welche das Thema Cane Corso behandeln, diejenigen des American Pitbull Terrier schon lange überholt. Also wir wissen, dass jahrelang der American Pitbull Terrier hier die Nummer 1 darstellte, dicht gefolgt vom Rottweiler und so weiter. Doch hier ist mittlerweile über den Atlantik der Cane Corso schon die Nummer 1. Auch dort ist er schon längere Zeit ein Modehund und häufig in den falschen Händen. Nun, der Cane Corso ist ein großer, starker Hund, häufig ausgestattet mit natürlichem Wach- und Schutztrieb.
Können Sie mit solch einem Hund umgehen, wenn Sie Interesse an dieser Hunderasse oder wenn Sie Interesse an dieser Hunderasse zeigen? Und viele denken das. Viele sind davon überzeugt, dass sie das können. Und ich sage Ihnen was. Ja. Bin mir sicher, dass einige oder die meisten von Ihnen noch nicht mit einem völlig am Rad drehenden Labrador an der Leine unterwegs waren. Ich war das schon. Und ich sage Ihnen was, auch das ist eine Herausforderung. Ein Labrador mit knapp 40 Kilo Gewicht, der völlig außer Rand und Band gerät, weil er sich mit anderen Hunden nicht verträgt und dorthin möchte, ist eine Herausforderung, wenn er sich durch Kommandos nicht stoppen lässt. Ja. Und ich kann Ihnen versichern, dass ein Cane Corso in solch einem Fall eine weit größere Herausforderung ist. Das garantiere ich Ihnen. Viele von Ihnen, die mir hier jetzt zusehen, haben oder hatten schon mal einen Molosser an der Leine, ähnlich aufgebaut wie es Cane Corsos sind, und kamen mit diesen Hunden in gewisse Situationen, wo eine gewisse Körperkraft vonnöten ist, um diese Situation meistern zu können. Ja. Viele aber auch noch nicht. Und viele Menschen unterschätzen das in allerhöchstem Maße, und das ist fatal. Ein Hund wie ein Cane Corso, ein derart starker, derart wuchtiger Hund, wenn der am Rad dreht, ja, dann benötigt man schon eine gewisse Fitness, um das Ganze kontrollieren zu können. Wenn der Hund keinen dementsprechenden Gehorsam hat, um sich mittels Kommandos aus diesem Fokus wieder rausholen zu lassen. Und das ist nun mal Fakt. Und einer der, wie soll ich sagen, der am meisten unterschätzten Dinge in der Welt der Kynologie. Ich habe schon so oft mit Menschen zu tun gehabt, die um 20, 30, 40 Kilo leichter waren als ihre Hunde, die mir aber versicherten, sie haben ihre Hunde in allen Situationen jederzeit im Griff, denn der würde das und das niemals tun. Das ist einer der größten Fehler, die man machen kann, wenn man in diese Richtung hineindenkt. Ich garantiere Ihnen das, liebe Zuseher. Es gibt ja verschiedene Gründe, weshalb sich Menschen für einen Cane Corso interessieren oder sich einen Cane Corso holen. Bei einigen ist es so, dass sie einfach nur sagen, der Hund ist schön. Ja. Andere meinen, er liegt gerade im Trend. Wir wollen sowieso einen Hund, also weshalb nicht den. Dann gibt es wieder Leute, denen gefällt seine Kraft, seine Stärke und seine Eigenschaft, einen tollen Wach- und Schutzhund darzustellen. Das stimmt alles. Der Hund ist schön. Ja, das sind viele Hunde. Der Hund liegt im Trend. Ja, es gibt noch einige andere Hunderassen, die aktuell im Trend liegen. Man muss sich nur umsehen. Und natürlich ist er auch stark. Ja. Und der Cane Corso stellt im Normalfall gut gehalten auch einen tollen Wach- und Schutzhund dar. Und die meisten Menschen, die sich einen Cane Corso holen, können auch mit ihm umgehen, solange alles passt. Solange es keine Schwierigkeiten gibt, solange nichts den Hund in eine Richtung reizt, wo es zu knistern beginnt. Denn wenn es knallt, können nur sehr wenige mit diesem Hund umgehen. Viele verlassen sich hier auf diese neuartigen Erkenntnisse von vielen dieser selbsternannten, möchte ich schon sagen, Hundetrainer, die unter anderem erklären, dass die Genetik bei Hunden nicht so viel Rolle spielt, wie man früher behauptet hat. Die kommen ihnen dann mit diesen Studien von 9% Genetik, die mitspielt bei der Entwicklung des Hundes. Ja, und viele nehmen das für bare Münze, glauben das aufs Wort und stehen irgendwann dann mal vor einer Katastrophe mit einem Hund, den sie nicht mehr führen können. Ja. In den Cane Corso gehört hinein recherchiert. Ja. Dieser Hund muss, auch wenn das vielen gegen den Strich geht, einen guten Gehorsam besitzen. Ja. Den muss er zeigen, daran muss man arbeiten. Und von Menschen geführt werden, die diesem Hund auch körperlich Herr werden können, wenn er mal auf ein Kommando nicht hört. Das ist nun mal so. Dieser Hund gehört nicht von Kindern geführt.
gutes Beispiel, dieses eine Mädchen, das ich mit dieser Hündin gesehen habe. Viele Menschen gehen davon aus, dass der Hund stets und immer in jeder Situation brav ist, gehorchen wird und so weiter. Das können sie nicht tun. Ich weiß nicht, was in diesen Leuten im Kopf vorgeht. Ja, es ist weit entfernt von jeglicher Vernunft. Sie müssen immer vom Schlimmsten ausgehen. Das muss man tun. Das gehört als Hundehalter dazu. Und wenn ich vom Schlimmsten ausgehe, dann muss ich auch immer einen Plan dafür haben. Und dazu gehört nicht ein 9-jähriges Mädchen oder ein 9-jähriges Kind mit einem Hund ausgestattet mit derartiger Kraft auf die Straße zu schicken. Na, das ist fatal. Würde ich niemals tun. Würde ich niemals wagen. Egal, wie brav mein Hund ist. Ein Cane Corso braucht einen Besitzer, der ihn nicht nur mental im Griff hat, sondern auch körperlich im Fall der Fälle. Das ist nicht gegeben bei einem Kind mit 9 Jahren. Also der Hund ist dem Kind körperlich weit überlegen und wenn der irgendwo hin will, dann geht er dorthin, ob das Kind will oder nicht. Der typische Mensch, der sich nicht für einen Cane Corso eignet, ist der zuerst mal viel zu wenig über diese Hunderasse weiß, dann körperlich nicht dazu fähig ist, diesen Hund auch in Extremsituationen zu bändigen. Der Meinung bin ich, war ich schon immer, werde ich auch immer sein. Oder Leute, die meinen, ich möchte diesen Hund, weil ich weiß, er eignet sich sehr gut dazu, auf meine Familie aufzupassen. Ja. Und das einer der Hauptbeweggründe für den Erwerb eines Cane Corsos ist. Ja, nur müssen Sie immer damit rechnen, auf was soll der Hund aufpassen. Wenn Sie diesen Hund dann in diese Richtung forcieren, ja, und das werden Sie, wenn Sie schon mit dieser Einstellung in den Erwerb hineingehen, dann werden Sie das auch weiterhin forcieren. Ja, jeder, der jetzt sagt, nein, ich halte das dann in Grenzen das Ganze, ja, der schwindelt sich etwas selbst an. Also die meisten machen hier dann den Fehler und forcieren das etwas zu viel. Ja. Sie müssen aber dann damit rechnen, dass sich dieser Hund nicht nur gemüßigt fühlt, zu bewachen und zu beschützen gegenüber Schurken, sondern der wird höchstwahrscheinlich auch damit beginnen, sie vor dem Amazon, weiß ich nicht, Lieferanten oder vor dem Briefträger zu beschützen. Sie kommen dann sehr häufig in Situationen mit diesem Hund, wo er der Meinung ist, sie beschützen zu müssen. Sind Sie dafür bereit für solche Dinge? Ja? Viele Leute sind es. Die rechnen schon zu Beginn mit so etwas, bevor sie sich einen Cane Corso holen. Andere Menschen denken an das gar nicht. Ja? Denen geht es darum, ich möchte einen Hund haben, der meine Familie beschützt. Die Zeiten sind etwas gefährlicher geworden, das kann man nicht bestreiten. Ja? Aber dann müssen sie mit dieser Thematik auch umgehen können, denn dieser Hund beschützt sie dann auch vor dem Briefträger, vor dem Amazonenboten, vor sonst irgendwem, von einem fremden Menschen, der etwas zu schnell auf sie zukommt, draußen beim Spazierengehen, etc. etc. Damit müssen Sie rechnen. Um das Ganze zu verhindern, brauchen Sie absolut feines Händchen. Großes Wissen über Hunde, sehr gute Kenntnis natürlich über Ihren eigenen Hund, dann kann man das schon in eine richtige Richtung steuern. Doch häufig sind Menschen, die mit dieser Einstellung auf den Cane Corso zugehen, nicht mit derartig feinen Händchen ausgestattet. Und hierzu möchte ich Ihnen vielleicht ein Beispiel geben und dazu einen meiner Zuseher hernehmen, den Christian, lebend in Dürnbach im Burgenland. Servus Christian, mit dem bin ich die letzten Wochen etwas intensiver in Kontakt. Der hat mir damals erzählt, er würde sich für einen Cane Corso interessieren, das wäre sein Traumhund. Geeigneter Interessent, geeigneter Halter für einen Cane Corso deswegen. Nun, Christian und seine Mutter führten schon mal einen Rottweiler, den Diego, und waren auch schon im Besitz eines sehr kräftigen American Staffordshire Terrier Mixes. Also sie wissen, mit sehr kräftigen Hunden gewisser Kategorie umzugehen. Ja. Noch dazu ist Christian sehr interessiert an der Rassegeschichte, an allem, was sich mit dem Thema Cane Corso abspielt. Wir haben da schon jetzt einige zusammengerechnet, mit Sicherheit einige Stunden miteinander geplaudert, haben uns da ausgetauscht und so weiter. Er fragt viel, ist interessiert,
er holt sich Tipps, fragt mich nach meiner Meinung, die ich ihm natürlich gebe. Muss nicht immer die richtige sein, die ich da vertrete, aber es ist nun mal meine Meinung und ich versuche ihm zu helfen. Aktuell ist es so, dass er da in Kontakt steht mit einem Cane-Corso-Züchter in Kroatien. Ich möchte mal ein Bild einblenden von dem Herrn mit dem Deckrüden. Das ist ein wunderschöner Rüde, anatomisch herrlich aufgebaut. Sein Wesen kenne ich nicht, sind noch kopiert da in Kroatien, der mit einer silbernen Hündin verpaart wird. Und auf diesen Wurf hat er es abgesehen. Auch hier liest er sich in den Zwinger ein, hat mich wieder zu einigen Themen gefragt und so weiter. Also, er ist jetzt sicher schon einige Monate dabei, sich in diese Rasse hinein zu recherchieren, hat Erfahrung mit starken Hunden hinter sich, Rottweiler, kräftiger American Staffordshire Terrier Mix und hat vor sich in Zukunft einen Cane Corso zu holen. Er selbst ist ein sehr kräftiger Mann. Also das sind Leute, wo ich sage, die sind geeignet, sich einen Cane Corso zu holen. Hoch interessiert, erfahren, etc. etc. Körperlich dazu fähig, diesen Hund auch dann zu kontrollieren, wenn es mal notwendig ist. Sie verstehen, was ich meine. Ja, das sind Menschen, wo ich sage, oh, das passt. Natürlich haben auch alle Vermehrer Lunte gerochen. Leute, bei denen es am wichtigsten ist, dass der Rubel rollt, die weder auf anatomische noch charakterliche Vererbung achten. Sie wissen, wie das ist. Hundewelpenverkauf aus dem Kofferraum raus. Hier werden Ihnen Rassehunde um einen Spottpreis angeboten. Viele Leute lassen sich davon begeistern und schlagen dann zu. Selbstverständlich, wie gesagt, ist der Fakt, dass der Cane Corso zum Modehund vorkommt, auch den Vermehrern nicht verborgen geblieben und die schlagen dazu. Hier verkommen Hündinnen häufig zu Wurfmaschinen, haben im Alter von 4 oder 5 Jahren schon 5, 6 Würfe hinter sich, etc. etc. Das sind erstmals arme Hunde, arme Geschöpfe und zweitens können Sie davon ausgehen, dass Sie hier nicht wirklich gute Hunde bekommen. Sie wissen, was ich meine, mit guten Hunden. Es hat sehr viel Wert, wenn man sich einen Welpen aus guter Linie holt, wo die Leute wirklich wissen, was sie tun, wo nicht das Hauptziel ist, Geld zu machen, sondern es genauso wichtig ist, dass man charakterlich und körperlich gesunde Hunde weitergibt. Ja. Also wie gesagt, wenn Sie sich im Netz etwas umsehen, dann werden Sie schnell mal auf Inserate stoßen, in denen Ihnen Cane Corsos, reinrassige Cane Corsos um 500 € angeboten werden. Teilweise sogar noch günstiger und so weiter. Ja, wie gesagt, das ist eines der großen Probleme, sobald diese Leute merken, ein Hund ist im Trend, eine Hunderasse bewegt sich nach vorn, die Leute reflektieren auf diesen Hund, dann beginnen die zu arbeiten. Und wie die arbeiten, ja, viele von ihnen wissen das. Das ist ein großes Problem. Es ist meiner Meinung nach ein riesiger Fehler, auf den Modezug aufzuspringen. Cane Corso als Trendhund, Cane Corso als Modehund. Das ist ein kerniger, sehr kräftiger, häufig auch kantiger Sportmolosser mit mächtig Dampfen. Das ist er nun mal. Schauen Sie, ich bin schon so oft kritisiert worden, werde es wahrscheinlich auch jetzt wieder werden von Leuten, die das anders sehen. Aber das ist mir egal. Ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe und ich sage niemals nie. Man muss sich immer absichern. Man muss immer ein Sicherheitsnetz unter sich vorfinden. In allen Themen sollte das so sein. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Selbstverständlich können Sie sich auch als Mensch, der sich eigentlich nicht als Cane Corso Besitzer eignet, so wie ich das hier erkläre, als Besitzer mit solch einem Hund wiederfinden, der ein herrliches Leben mit diesem Hund erlebt. Klare Sache. Doch, schauen Sie,
Das ist ein großes, starkes, wahnsinnig starkes Raubtier mit einem unheimlich kräftigen Gebiss. Es kann immer irgendetwas geschehen. Man sollte immer voraussehen. Nie im Leben würde ich ein Kind mit einem Cane Corso spazieren gehen lassen, egal wie lieb und wie nett dieser Hund ist. Nie im Leben würde ich das tun. Also hier passen eventuell Hunde in der Statur eines Kleinpudels oder eines Maltesers etc. Ja, selbst hier kommen manche Kinder schon in Nöten, ja, wenn es mal nicht passt. Ja, manche Dinge gehen mir einfach nicht in den Kopf ein. Es ist ein großer Fehler, den Cane Corso als großen, starken, aber sehr lieben Schoßhund zu behandeln. Das ist er nicht. Das ist ein Sportmolosser mit sehr kantiger Vergangenheit, mit einer Genetik, die nicht zu verharmlosen ist. Das ist ein toller Hund, ein gut erzogen, gut gehalten, ein exzellenter Familienhund, ein Spitzenhund, einer der tollsten Hunderassen auf der ganzen Welt, die aber durch Verzerrung der Wahrnehmung in Gefahr läuft, vernichtet zu werden. Es ist nun mal so und ich wage es hier, etwas in die Zukunft zu blicken mit dem Cane Corso und ich sage Ihnen voraus, dass wir mit diesem Hund noch viele Probleme erleben werden. Allein schon medientechnisch. Sie wissen, was das für ein Fressen ist. Für alle Medien da draußen, wenn mit solchen Hunden irgendetwas geschieht. Sie wissen, was diese Schreiberlinge oft für Schwachsinn, für Dreck verbreiten. Da geht's von, der Rottweiler ist so lange als Kampfhund anzusehen, bis er einen Wesenstest hat, bis zu, weiß ich nicht was. Also, die gehen über Leichen, wenn die Schlagzeilen einschlagen. Ja, also hier gilt nur der Rubel und, dass die Medien die Welt kontrollieren und sich die Welt so formen, wie sie wollen oder wie sie wollen, dass sie sehen, das wissen wir alle. Und speziell in der Welt der Kynologie drehen die manchmal völlig durch, die Medien. Ne? Und wie gesagt, ich wiederhole mich, ich wage hier in die Zukunft zu blicken und sage Ihnen voraus, dass der Cane Corso auf gutem Weg ist, als Rasse zertrümmert zu werden, wenn das so weitergeht. Und das finde ich unendlich schade. Ne? Weil das ein fantastischer Hund ist, wenn er in den richtigen Händen ist. Aber es ist kein Modehund, es ist kein Schoßhund und es ist mit Sicherheit kein Hund, den man in diesen neumodischen Foren verniedlichen sollte. Es ist kein bösartiger Hund, kein gefährlicher Hund, aber es ist ein starker Hund mit einer gewissen Genetik, der in die richtigen Hände gehört. Ja. Und so sehe ich das und deswegen finde ich, dass es ein großer Fehler ist, wenn der Cane Corso als Modehund verkommt. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.